Und dann ist es passiert. Alter. Das ist für den Arsch, ey. Ich hab schon schlechte Laune, weil mir schlecht ist. Ja, eigentlich wollte ich ein schönes Foto machen. War eine dumme Idee. Was ist denn los heute? In diesem Video seht ihr, dass Pannen und Glück oft ganz nah beieinander liegen und leicht in Albernheit ausarten können. Wein vertrage ich, nur das Pferd nicht. Zunächst hatte alles ganz harmonisch begonnen. Es ist einer dieser Morgene, an dem mich der Ruf der Natur noch vor Sonnenaufgang aus dem Zelt zieht. Mit den Tieren zu erwachen, während der Rest der menschlichen Welt noch zu schlafen scheint, ist ein unvergleichbares Gefühl von Frische und Neubeginn. Gerade eben über die hier fast drüber gestolpert und drüber hergerannt und mich richtig erschrocken. Abgesehen von 3 giftigen Vipernarten sind die meisten Schlangen in Spanien harmlos. Bei einer Begegnung flüchten Schlangen meistens. Es sei denn, sie fühlen sich in die Enge gedrängt. Dann werden sie sich verteidigen, so sagen Reptilienexperten. Während der Mensch bei hohen Temperaturen träge und faul wird, sind Reptilien erst so richtig aktiv. So auch im Sommer in Spanien, wie man sieht. Nachdem gestern echt aufregend war, nehmen wir uns heute Zeit für Ruhe und Stillstand. Naja, okay, ein paar Bewegungen müssen dann doch sein. Es tut nämlich richtig gut, nach Tagen des Sitzens auf dem Motorrad mal die Beine zu aktivieren. Ja, 7 Uhr morgens und wir zwei sind soeben erwacht und haben es uns nicht nehmen lassen, direkt einfach aufzustehen, Schuhe anzuziehen und ein bisschen rauszugehen. Mein Rücken tut mega weh. Wir haben hier nur so einen Steinboden, ich hier so diese dünne Matte wieder. Und tut ein bisschen Bewegung mal ganz gut. Auf jeden Fall und das ist vor allem wunderschön hier. Oh. Hier sind so kleine Löcher in den Felswänden. Wer da wohl wohnt? Wüstenmäuse. Alles vollgekackt am Eingang. Ist aber keine Art. Ist schon alles hohl. Krass. Und die Temperaturen sind auch wirklich sehr, sehr perfekt. Eigentlich dachten wir, dass der Ted vielleicht mehr so wäre. Naja, wir gucken das nochmal die nächsten Tage, aber das sind auch schon sehr, sehr schöne Aussichten, die man hier hat in diese Felsen. Und dann darüber, wham! Leider ein bisschen die Bäume davor, aber diese Bergformation da hinten, der ist so ein bisschen ein Gefühl von Grand Canyon, ist vielleicht übertrieben jetzt, ne? Aber so ein bisschen. Ich glaube, das ist echt auch sehr schön zum Wandern gehen hier. Ja. Das ist auch nicht die derben Steigungen, ne? Das ist auch gar nicht so anstrengend. Das ist bei ihm sehr wichtig. Es ist sehr empfehlenswert, am Morgen ein paar Meter zu gehen. Fühlt man sich gleich viel fitter und das Frühstück schmeckt auch besser. Wow, eine Schlange. Krass, da kommt sie so ein bisschen raus. Ja, Spezialvogel. Oh, der ist ja schön bunt. Doch, ist ein ganz netter Campingplatz, ne? Schlimmeres, ne? Die Lage ist auch top. Ist echt ruhig. Und auch wirklich schön von der Aufmachung. Wohlfühlfaktor auf jeden Fall. Ja. Und hier wachsen Granatäpfel an Bäumen. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Wir sitzen jetzt hier gerade und haben mal Zeit, uns Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Das Ganze haben wir hier auf Karte. Ich zeige euch das mal. Wir sind jetzt gerade La Fresneda, ungefähr hier. Da war Maea, da sind wir gestern dann quasi auf den Ted gefahren und sind jetzt nicht wirklich weit gekommen, weil es im Süden von Spanien ganz, ganz schön sein soll. Die Teds fahren wir einfach morgen mal über Land, soweit wir kommen und wollen dann hier bei Baranda oder Alma
Marsilis in den TED einsteigen. Der macht hier so einen kleinen Loop. Wir werden wahrscheinlich den oberen Loop erstmal nehmen. Und dann fahren wir das Verbindungsstück bis Gorafe. Und hier gibt es auch wieder einen etwas größeren Loop bis nach Granada. Und das ist unser Plan. Also morgen ordentlich Strecke machen über Land. 520 Kilometer ungefähr sind das. Nachdem also der Plan steht, genießen wir Spaniens Landschaft beim Yoga. Und frönen den Entdeckungen, die wir beim Wandern machen. Es gibt hier echt eine Menge zu entdecken. El Molino Antiguo. Wenn man dann hier so herläuft, kommt man an dieses Monument in Stein gehauen, mitten in einer felsenen Höhle. Olive oder Aprikose? Das ist so ganz weich, samtig. Oh, schön. Ich glaube, das sind... Ach, wir haben doch auch keine Ahnung beide. Ich hätte jetzt die ganze Zeit gedacht, das sind alles Olivenbäume hier. Richtig. Und das ist ein Schmetterling. Oh, du hast ihn gerettet. Warte. Oh, guten Flug. Tschüss. Fängt drauf an zu regnen. Du fliegst mitten in die Wolken. Tja, manchmal klappt das mit der Navigation auch bei Tieren nicht so gut. Morgen hier an Tag. Welchen Tag haben wir heute? 7, glaube ich, oder? Das Zelt ist schon zu Teilen abgebaut und die Motorräder stehen auch schon wieder bereit. So dass wir uns gleich draufsetzen. Und wie heißt der Ort nochmal, wo wir jetzt hinfahren? Du hast immer Schlaf. Auch gut, schön. Der Ort heißt... Verschlafenes Elchbaby. So heißt der Ort. Oh. Ich hab's vergessen, wie der heißt. Baranda, oder? Baranda? So ähnlich. Ist ja auch völlig egal. Ist ungefähr 500 Kilometer südlich von uns jetzt. Genau. Da wollen wir erstmal hin, damit wir möglichst weit runterkommen wieder. Yes, los geht die Fahrt. Da wir hier harten Steinboden hatten, war es gar nicht möglich, hier Heringe reinzumachen. Das war aber gar kein Problem, weil das Zelt kann man ja ganz einfach mit so ein paar Leinen abspannen und schon steht das hier wunderbärchen. Ja, wir wollten eigentlich gerade ein cooles Foto machen von uns beiden mit dem Panoramablick hier. Ich bin da mal ins Feld gefahren, habe geguckt, ob es geht. Geht nicht. War eine dumme Idee, macht das nicht. Immerhin, ein paar Fotos haben wir im Kasten. Und dann kann die Fahrt ungehindert weitergehen. Oder auch nicht. Jo, gerade die ersten Meter gefahren und dann ist es passiert. Der Reifen hat das Kabel gefressen, womit wir das Sena laden. Ist ein bisschen zu lang. Kabel war wohl ein bisschen zu lang, ja. Sehen wir mal, wie gefährlich sowas ist. Alter, das hat sich richtig da reingezogen. Aber meinst du, jetzt kannst du noch das irgendwie da rausziehen und weiterfahren? Ja, denke ich natürlich. Das hat nichts kaputt gemacht, oder? Nee. Jetzt ist die Achse mal wieder sauber. Trotzdem, ist schon gar nicht so ohne, ne? Wenn einem das mit einem langen Schal oder so passiert, den man am Hals hat, sieht es schlecht aus. Guck mal hier, wo ist deine Steckdose? Meine Steckdose. Die war so geil montiert. Ja, das ist nicht mehr zu gebrauchen, würde ich sagen. War eine schöne Steckdose, die hat immerhin... Ich wollte dir die eigentlich noch zeigen, dass du die filmst, wie geil ich die da montiert habe. Oh Mann. Das ist alles für den Arsch, ey. Nein, warte, das holen wir natürlich wieder. Wir wollen jetzt die Umwelt nicht verschmutzen. Ey, jetzt ist richtig schlechte Laune jetzt schon wieder direkt. Jetzt eh schon schlechte Laune, weil mir schlecht ist. Der Tag fängt gut an. Wir wollen heute eigentlich 550 Kilometer über Land machen. Und erst ich im Feld gelandet wegen, eigentlich wollte ich ein schönes Foto machen. Und jetzt das. Da muss ich das Kabel wohl aus dem Helm rausgelöst haben, hinten aus dem Sena und dann irgendwie ins Rad gekommen sein. Ich schneide das Ganze jetzt hier mal ab, weil hier die Kabel sonst offen sind, da auch Strom drauf ist, damit hier keine Kurzschlüsse entstehen können. Ist auf jeden Fall immer praktisch, so ein kleines Schweizer Taschenmesser dabei zu haben. Ich habe das immer schnell griffbereit hier am Körper, weil für solche Sachen... Falls Freunde mal ihre Sena-Kabel in den Rädern drin hängen haben. Genau, oder wenn man irgendwelche Dingens... Kabelbinder. Kabelbinder, genau. Abknipsen muss. dann jetzt aber wirklich weiter Richtung Süden.
So, heute ist hier wirklich Streik der elektronischen Geräte. Es tut weh. Es tut im Herzen weh. Es soll einfach nicht sein, dass wir... Das ist doch nicht, das gibt's doch nicht. Scheiße. Mann, was ist denn los heute? Doch Leid und Freud liegen oft ganz nah beieinander. Hier gerade an der Tankstelle noch eine andere Afrika-Twin getroffen. Die fahren nach Marokko. Wie cool ist das denn? Er fährt sie, es ist cool. And you're with him riding too. Yeah, and it's Coco's first trip. Oh really? On a motorbike. Oh cool. And how do you feel? Difficult. Okay. Bad, beautiful. How long do you have this Afrika Twin? I've had that for about 12 years, I think. But I've just rebuilt it because I've been riding it, and just got it all ready for this trip. We got a couple of problems that started on the way. Okay. Not a problem with the starter, but we'll sort that. A little leak of petrol that comes and goes. Anyway. We're gonna have fun in Morocco. Yeah, it's a beautiful and perfect bike for that. Yeah. Oh, this is. Oh, okay. You are very. Was sagt man, mutig? Didn't crash yet. Oh, okay. You have to be careful. No, I'm not worried. Okay. No, it's, no problem. Okay. So, kleine Fotosession hier. Boah, also sie fahren alle nach Marokko hier mit Honda. Sieht ein bisschen racingmäßiger aus hier. Also wirklich nicht schlecht. Das ist ja mal sehr cool. Nee, Cent nicht. Nee, okay. Cool. So haben wir an diesem Morgen zwar schon einige Pannen, aber auch die glückliche Begegnung mit anderen Reisenden gehabt, die den Ärger über das zuvor Schiefgegangene vergessen lässt. Und wir fahren gut gelaunt weiter. Die Landschaft der Provinz Valencia hat viele Höhenzüge und ist für ihre ergiebige Landwirtschaft bekannt. Wir überqueren den Fluss Turia, der in der Hafenstadt Valencia ins Mittelmeer mündet. Im Gegensatz zu den beliebten Küstengebieten ist es hier im Landesinneren eher ruhig und recht leer, ganz nach unserem Geschmack. Hier sind wir in der Provinz Valencia
und machen gerade eine kleine Pause am Straßenrand. Was sagst du, so Salami schneidend? Überraschend abwechslungsreich, muss ich sagen. Sehr windig jedoch und man merkt den Höhenunterschied. Wir waren zum Teil schon auf 1400 Metern wieder, auch wenn das gar nicht so bergig aussieht. Aber insgesamt kann man sagen, ist Spanien ja schon zu Teilen sehr hoch gelegen. Da hatten wir auch nur noch 15 Grad. Jetzt sind wir mittlerweile wieder bei ca. 650 Meter Höhe und haben auch wieder 23 Grad. Also das merkt man schon direkt innerhalb von so ein paar, sind wir jetzt gefahren, 250, 300 Kilometer. Also die 300 Kilometer, die wir jetzt hinter uns haben, die gingen echt richtig gut zu fahren. Ja, schön Strecke machen und trotzdem nicht die ganze Zeit Autobahn ballern, sondern mit den erlaubten 90 km/h hier über die Landstraßen. Aber man kommt wirklich zügig voran. Es ist nicht viel los. Man kann hier echt richtig entspannt fahren und ja, die Temperatur ist dafür echt perfekt. Ich bin total froh, dass es trocken ist. Diese 20 Grad ist auf jeden Fall das Ding, wo die Kombi drin spielt. Auf jeden Fall. Also da ist temperaturmäßig perfekt. 15 bis 20 Grad, keine Sonne, bisschen bewölkt, ist top. Und ehe wir es uns versehen, weht uns der Wind auf einen Privatweg, der so verlockend schottrig ist, dass wir nicht widerstehen können. Kurz den losen Untergrund schmecken und leider wieder umdrehen, weil hier fahren ist verboten. Also ab auf den Asphalt und weiter Strecke machen. Boah, und plötzlich kommt man hier an so eine Straße, wo es richtig kurvig wird. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Rote Felsen zu der einen Seite, die wir heute das erste Mal auch bekommen haben. Diese krass roten, es ist nicht mehr orange, es ist wirklich dunkelrot. Der Belag der Straße verändert sich auch. Teilweise sind da so schwarze Schlieren drauf, die rutschten. Also da rutscht man mit den Reifen ziemlich. Deswegen hier nur 60. Ja, N333. Als wir diese fantastische Straße weiter entlang fahren, fällt mir beim Blick ins Tal etwas auf. Eine dicke graue Rauchwolke erhebt sich aus zwei massiven Türmen, die völlig fehl am Platz, weil hässlich, mitten in der wunderschönen Natur stehen. Was dahinter steckt, wird klar, als einige Meter später ein Schild dem Ganzen einen Namen gibt. So, also das war ein Centre Nuclear, also ein Atomkraftwerk, denke ich mal. Und das an so einem wunderschönen Fluss. Bisschen traurig eigentlich, das so zu sehen. Die Landschaft ansonsten halt super, super schön. Ja, und dann diese zwei hässlichen Betontürme mit den Abgasen raus. In Spanien sind noch 7 Atomkraftwerke in Betrieb, die jedoch ab 2027 abgeschaltet werden, sodass die Kernenergie durch erneuerbare Energien ersetzt wird. Der Laden, der unsere Donuts hat, das ist nämlich unser Essen, was wir in Spanien neu entdeckt haben. Donuts. Dafür mussten wir nach Spanien fahren. Euer Ernst, ey? Jede Reise, so lautet zumindest unsere Erfahrung, hat ihre ganz eigene Köstlichkeit. Auf der Grand Alp Tour war es die Mayo. Und auf dieser sind es, so bescheuert es klingt, Donuts. Wir haben uns das nicht ausgesucht, sowas passiert einem eher. Dies sind nun die letzten Meter bis zu dem Campingplatz, der uns diese Nacht ein eigenartiges Dach über dem Zelt beschert. Okay. So habe ich auch noch nie gezeltet.
Auf einer Folie? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich auch noch nicht. Wir sind auch die Einzigen, die hier zelten. Ja, ich glaube, das ist eigentlich anders gedacht. Off-Season und eigentlich auch nur für Leute mit Wohnmobil, wenn man sich hier so umguckt. Entdeckt man noch andere hochinteressante Highlights, die dieser Platz zu bieten hat. Caro, das geht gleich kaputt. Ist mir egal. Das ist gut für alle Gelenke. Muskeln lockern sich. Also ein bisschen die Schultern kreisen lassen. Auch mal das Gerät wechseln, Freunde. Flexibel bleiben. Das ist übrigens das Ergebnis davon, wenn man da ist aber eine andere Federung hier. Oh. Wenn man als erste Tat nach Ankunft seines am Zeltplatz direkt die Weinflasche öffnet. Nein. Wein vertrage ich. Nur das Pferd nicht. Spannend. Also, oh, meine Kamera ist ultra dreckig. Es tut mir leid. Eigentlich wollten wir ja wild zelten heute. Allerdings waren links und rechts der Straße überall diese Anbaugebiete für die Olivenbäume. Und da stand überall Privado drauf. Sehr viel Polizei. Sehr viel Polizei, genau. Und dann diese Waldbrandgefahr. Es ist ultra trocken. Ich glaube, dann sind die nicht ganz so entspannt, wenn man da wild steht. Für 20 € jetzt, wir beide mit Zelt und 2 Mopeds, ist okay. Und wir haben hier halt auch noch mal eine etwas entspanntere Sanitätssituation und einen Spielplatz. Signora. Signora, oh, schön. Signora, sehr schön. Ja, Duschen sind halt kalt. Más para adelante, las duchas. Ah, da Con ist calor, con calor, con calor. Oh, ist nur kalt wahrscheinlich. Ja, okay. Perfecto. Kein Problem. Bien, Gracias. Gracias. Toiletten, normal. Geduscht habe ich zum Glück heute Morgen. Kann ich mir sparen. So, aufbauen. Das ist jetzt auch die erste Frau, die ich treffe, campingplatzmäßig, die null Englisch oder Französisch oder Deutsch versteht. Also man musste sich jetzt mit ihr komplett auf Spanisch... Spanisch? Ja, sie konnte nur Spanisch. Ja, aber wir konnten kein Spanisch. Ja, wir haben also nur Spanisch verstanden, mit Händen und Füßen kommuniziert, aber es hat trotzdem alles funktioniert. Boah, wir mussten jetzt alles irgendwie krass dokumentarisch hinterlassen. Also den Ausweis... Den Ausweis hat sie abfotografiert. Und kopiert. Eingescannt. Und wir mussten noch so einen Zettel ausfüllen. Ich kam mir ein bisschen vor wie bei der Stasi, ey. Der Stasi? Warst du schon mal bei der Stasi? Klar. Schon öfter. Dass das alles hier so abgehängt ist, spricht übrigens dafür, wie sonnig das hier ist, ne? Und wir sind jetzt hier komplett alleine. Das ist so ein Dauercampingplatz für Dauercamper, die nicht da sind. Also hat man hier seine Ruhe. Dauerabwesende Camper. Heute ging es ja nur darum, Strecke zu machen und dementsprechend auch recht große Straßen zu wählen. Zwar haben wir jetzt Mautstraße und Autobahn vermieden, das haben wir uns wenigstens noch gegönnt. Und dafür war es echt eine super Strecke. Zu meinem Überraschen im positiven Sinne sehr abwechslungsreich, fand ich. Also ich hätte gedacht, dass der Tag heute anstrengender, nerviger wird. Aber er war wirklich super schön. Anstrengend so auf, jetzt nicht fahrerisch, sondern einfach so wie auf dem Hinweg, wie die ersten 2 Teile, so dieses Autobahnfahren, das einfach nur lästig ist. Ne? Ja, so dieses, du weißt, du musst heute möglichst weit kommen und dadurch hast du schon so einen Faktor, wo du irgendwie gar nicht danach gehen kannst, ob du jetzt noch Bock hast, sondern du musst. Ja, man aber genießt heute auch hat die es Fahrt echt dann Bock überhaupt gemacht. nicht. Und dadurch hat man das gerne gemacht, weiterzufahren. Sehr schön. Und jetzt hier frisches Gemüse. Und dieser Campingplatz war übrigens über Google Maps gar nicht zu finden, sondern über Park4Night. Das ist auch eine App, die wir euch sehr empfehlen können. Die haben wir mit dem Van auch schon des Öfteren benutzt, wenn wir damit irgendwo in Deutschland mal für eine Nacht stehen. Einfach in diesem Bereich suchen, wo man sich gerade befindet, also um mich herum heißt es dann. Und dann kann man über Google Maps dahin navigieren, zu dem Ort. Sind auch nicht nur Campingplätze, sondern auch so Stellmöglichkeiten allgemein, sowas wie Parkplätze, öffentliche oder irgendwelche, so Wanderparkplätze am Waldrand, Wegesrand, auch zum Teil muss man so ein bisschen rausgucken, ob das was ist. Und unser Essen finden wir auch ziemlich gut. Zumindest noch. Wir haben noch nicht gegessen, noch nicht probiert. Apropos Essen. Na du? Du passt dir also den Campingplatz auf? Na dann. Mento. Ja, da will ich jetzt nicht dran riechen. Nee, Jung, lass es besser. Der wollte sich eigentlich nur eine Streicheleinheit von dir abholen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so die beste Idee ist. Ja, aber der Plan ist aufgegangen, würde ich sagen. Ich meine, für mich, vielleicht kriege ich morgen Flöhe. Flöhe? Ja, dann schläfst du wohl mal woanders. Da sind ja noch genug freie Plätze frei. Das heißt, wenn der überall rumgaunert hier. Aber der hat eigentlich ein ziemlich weißes Fell. Ja, aber das Band sieht hässlich aus. Deswegen das Weiß ist, da ist überall Staub drin. Eieiei. Ein Julian, bisschen zu nah. der Hundeflüsterer. Ich glaube, du hast irgendwie so ein Händchen für Hunde, oder? Hunde, yes. Kaum. Ist der fotogen, der Hund? Der Hund ist fotogener als ich.
Ich bin hier am Abrechnung machen und Daten speichern und der macht hier irgendwelche Wie Hundegeräusche. macht der Hund? Was macht denn eine Katze? Nee. Und wie macht die Katze rückwärts? Der guckt schon ganz verwirrt. Hä? Was? Katze? Ich finde, Hunde sind immer eine tolle Sache. Geht. Guckt, jetzt geht er da um unser Essen. Julian, bitte deeskalier jetzt mal diesen Hund, bitte. Der kocht weiter. Ja.